Ja, hallo liebe Leute, nach langer Zeit mal wieder ein neues Tutorial. Das war aber nicht freiwillig, mein Rechner musste neu installiert werden. Der sieht jetzt auch ein bisschen anders aus vom Aufbau her, das fällt euch vielleicht auf, aber sei es drum, er funktioniert wieder. Noch einmal zur Info, dieses Video enthält auch russische und ukrainische Untertitel und deshalb hier nochmal, das wird dann auch schön als Untertitel übersetzt. Es gibt einen Krieg in der Ukraine, es werden dort viele, viele Menschen getötet. Das ist keine militärische Spezialoperation, das ist ein Krieg. Also informiert euch im Internet, sucht euch über VPN oder was auch immer Informationen zu diesem Krieg, falls ihr keinen direkten Zugriff auf diese Daten habt. So, jetzt zum Tutorial, welches völlig unpolitisch ist. Hier geht es um FreeCAD. Ich möchte zeigen, wie man in FreeCAD eine STL-Datei ganz einfach, eben nicht ganz einfach, das wird man sehen, in einen 3D-Körper umwandelt, mit dem man weiterarbeiten kann. Das ist recht aufwendig, deswegen habe ich auch hier diese Stoppuhr stehen, weil das Video wird hinterher beschleunigt an den Stellen, wo es eben viel zu lange dauert. Aber fangen wir an. Neue Datei und dann importieren wir erstmal hier etwas, und zwar eine STL-Datei. Die befindet sich bei mir im Verzeichnis Downloads. So, das kennt er hier noch nicht, das FreeCAD. Deswegen müssen wir ihm das hier nennen. So, dann haben wir ein Unterverzeichnis 3D-Druck und da gibt es ein Unterverzeichnis OWL und da haben wir hier die OFW Face Front. Das ist die bekannte Eule. So, was ich jetzt, bevor wir hier loslegen, erst einmal mache, ich gehe in die Aufsicht und erzeuge mir hier einen Sketch direkt. Das können wir ruhig im Part Design Modus machen. Dann machen wir einen neuen Körper. Der darf nicht selektiert sein. Einen neuen Körper. Und jetzt haben wir es hier mal ein bisschen runter, dass man da ein bisschen mehr sieht. So, und da wird eine neue Zeichnung generiert auf der XY-Ebene. Und da sieht man, da ist der Mittelpunkt. Also diese Eule ist völlig außermittig. Und hier zeichne ich jetzt so ungefähr so einen Körper rein. Den lassen wir erstmal einfach bis hier gehen. Und das lassen wir hier verheiraten. So, dann wird das hier bitte symmetrisch zu dieser, also Taste S. Und dann möchte ich jetzt diese, dann können wir das hier schon schließen. Jetzt möchte ich diese Eule hier so hinziehen. Das heißt, wir nehmen dieses Teil hier, gehen hier auf Modell und können nun hier das Mesh, beim Placement geht das Ganze Position und das ist irgendwas von 300 mm, also minus 300 ist mehr, wie man sieht. Also können wir jetzt hier so rüberziehen, minus 380, sogar immer noch zu wenig. Also so sieht das ganz gut aus. Können wir noch einen zurückfahren. So, lassen wir die Eule jetzt hier platziert. Und das brauchen wir später, diese Zeichnungen. Die können wir jetzt erstmal unsichtbar machen unter diesem ganzen Körper. Und erstmal kümmern wir uns um diese Eule. So, die Eule, die wird erst einmal selektiert. Dann geht man im Part-Modus auf Formteil, Form aus Dreiecksnetz erstellen. Gibt hier einen Wert ein, 0,1, den kann man so stehen lassen und drückt OK.
So, da ist die, also ich war nicht ganz korrekt am Rechner wieder da. Ist also ein bisschen kürzer, aber lassen wir uns mal bei den 3 Minuten, und weil das ist nicht das längste, was man hier braucht. So, jetzt geht's weiter. Wir haben jetzt den können wir erstmal unsichtbar machen, und dann haben wir hier diese Repräsentation. Dann kann man aus diesem Formteil hier einen Festkörper erzeugen. Okay, das ging relativ fix. So, und jetzt kommt der lange Rechenpart. Und zwar wird im Part-Modus gewählt Formteil, dann Create a Copy und Form aufbereiten. Und das starte ich. Und das wird jetzt eine Stunde oder eine halbe Stunde oder was auch immer brauchen. Das schauen wir mal. So, also die ist fertig jetzt, die Eule. Die haben wir hier als 3D-Objekt. Und jetzt möchte ich eben daraus eine Gießform machen, also 2 Teile, eine Vorder- und eine Rückseite. Dafür habe ich vorhin hier diesen Körper hier konstruiert. Das ist jetzt eben der hintere Teil. Und das zweite Teil machen wir dann danach. Also wir erzeugen jetzt erstmal hier einen Körper. Body ist ja da aus dem Sketch hier. Da machen wir im Part Design Modus, wechseln wir dahin eine Aufpolsterung, und die machen wir mal 160 hoch. Das sieht ganz gut aus. Ja, kann man sogar noch ein bisschen niedriger machen, aber machen wir ruhig 160. Und dann machen wir aber hier zwei Längen. Das eine 160, die zweite, die machen wir einfach 5. Das ist das hier unten, der Überstand da. Okay, fertig. Erster Körper. Also hier können wir OK sagen. Dann wird ein zweiter Körper erzeugt. Wir deselektieren alles. Zweiter Körper. Wir kopieren hier die Zeichnung. Diese hier, Steuerung C. Dann wird hier die Plane hier halt deaktiviert und OK gedrückt. Einmal Steuerung V. Dann haben wir hier den Sketch, den packen wir jetzt in den zweiten Körper rein. Und ich denke mal, das sollte funktionieren. Ansonsten kann ich den noch zur Sicherheit auf die Fläche hier drauf packen. Das heißt, einmal da anwählen, Sketch 001 und OK. Und dann haben wir den da drauf gelegt. Dann kann ich hier den Sketch nun öffnen und wir editieren das Ganze jetzt hier. Das heißt, das Maß hier, das bleibt ja gleich. Das heißt, das bemaßen wir erstmal, lassen wir gleich 87,4.
Und das war ein bisschen zu schnell. Und dann ziehen wir jetzt einfach das hier so nach vorne. So zum Beispiel. Schließen das und machen den zweiten Körper, die zweite Aufpolsterung hier. Und die wird auch 160 lang und mit 2 Längen und die andere Länge wird 5 mm. So, dann habe ich die 2 Körper hier und wir haben hier nun die Eule und die 2 Körper. So, dann machen wir erstmal von der Eule eine Kopie. Steuerung C. Da machen wir nur das. Okay, Steuerung V. Okay, das ging jetzt relativ fix. Also jetzt haben wir hier 2 von diesen Eulen, die wir jetzt bearbeiten können. Also mache ich hier aus diesen Körpern noch ebenfalls solche 3D-Objekte. Das machen wir im Part-Modus über die Funktion Formteil Create a Copy Form aufbereiten. Das geht jetzt relativ fix. Nummer 1 und da haben wir den Body 2. Da machen wir es auch Formteil Create a Copy und Form aufbereiten. So, jetzt habe ich alles. Zweimal die Eule, 2 verschiedene Körper und jetzt kommt die Mathematik wieder. Das heißt, machen wir erstmal den vorderen, der und der, und daraus machen wir eine Differenz. Das geht hier mit dieser Funktion im Part-Modus. Wir haben hier den ersten Teil. Dann machen wir eben mal diesen Body hier unsichtbar und auch die Eule. Und dann sieht man hier, dann hat er da reingefräst. Da ist jetzt der vordere Teil der Eule, soweit ich das sehe. Ne? Und genau, das hintere fehlt noch. Und jetzt können wir noch den zweiten. Man sieht hier 16 Minuten hat er daran gerechnet. Die Zeit vom ersten, die weiß ich jetzt noch nicht. Das kommt später im Videoschnitt. Mache ich das dazu, was das wirklich gedauert hat. Also jetzt machen wir noch den zweiten Teil. Das heißt diesen Körper und diese Eule. Und die wird auch entsprechend geschnitten. So, jetzt ist auch der zweite Part fertig. Das heißt, ich habe jetzt hier auch den hinteren Teil ausgehöhlt. Wie ihr seht, das hat zusammen 22 Minuten gedauert, diese Aushöhlung von diesem ersten und dem zweiten Teil hier. Also diesen beiden hier. Und wie lange das insgesamt gedauert hat mit dem Umrechnen dieses Teils hier, das kommt gleich noch im Videoschnitt, da seht ihr das hier oben, dann blende ich das ein. So, dann jetzt ist das so ein Block, da fängt man jetzt auch nicht so viel mit an, muss man noch ein bisschen nacharbeiten. Das heißt, wenn wir uns das hier angucken, da würde ich jetzt noch hier eine Zeichnung drauf machen
Also erstmal hier aus den Teilen würde ich Buddies machen. Also wir gehen wieder in Part-Design-Modus, wählen jetzt hier einen der Körper aus. Also zum Beispiel diesen hier. Und machen daraus einen neuen Buddy. Okay, da haben wir den. Da wird jetzt hierauf eine Zeichnung gemacht. Da weiß man jetzt nicht, soll man die Uhr starten oder nicht. Ist also gar nicht so. Ah, da geht es aber weiter. Da ist die Zeichnung und da machen wir jetzt hier ein Rechteck. So zum Beispiel. Und das wird symmetrisch hier. Da fehlt, das müssen wir noch selektieren, symmetrisch. Und dann kriege ich das hier eine Breite, sagen wir einfach mal 83,9 mm. Und das können wir einfach so lassen. Da machen wir auch ein Maß 162 mm. So, das guckt man sich nochmal an. Oh, das passt. So, dann wird jetzt hier noch ein zweites Rechteck da rein konstruiert. Das kriegt jetzt hier Abstände. Das Maß hier 2 mm. Das Maß auch 2 mm. Und hier oben auch 2 mm. Schauen wir uns das mal an. Ist das so in Ordnung? Jo, wir fixieren hier einfach mal eine von denen. Was ist das hier? So, dann ist das. Wieso kann ich den noch? Wieso ist der noch grün? Das war es jetzt keiner. Aber egal, komm, das nehmen wir so. Schließen die Zeichnung. Okay, dann fräsen wir die hier rein. Also hier eine Vertiefung.
Jo, ich will jetzt hier gar nicht weitermachen. Ihr seht, das braucht unheimlich viel Zeit. Wenn ich jetzt hier noch oben das Loch reinbohre, dass man dann dort reinsetzt, dann wartet man nochmal so lange, wie wir gerade hier gewartet haben. Also, ich will im nächsten Video will ich das mit Blender machen und dann sieht man mal, wie es auch schnell geht. So, das war's zu diesem Video. Dann danke fürs Zuschauen. Wenn euch solche Videos hier gefallen, so lasst auch gern ein Abonnement da. Klick auf die Glocke. Ihr werdet über neue Videos informiert. Und dann Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.